wie ihr für eure Oberfräse eine Kreisfräsvorrichtung selber bauen könnt. Und das ist super günstig und super schnell gebaut. Das erfahrt ihr heute in diesem Video. Damit könnt ihr dann solche Kreise fräsen, aber auch große Kreise fräsen. Seid gespannt. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ja Leute, wir bauen uns heute eine richtig günstige, schnell gebaute Vorrichtung für die Oberfräse oder Einhandfräse, um damit richtig tolle Kreise fräsen zu können. Und das wirklich mit einfachsten Mitteln. Natürlich kann man das Ganze auch richtig aufwendig bauen, aus Plexiglas hier mit Verstellerei und mit Skala, mit allem drum und dran. Das machen wir vielleicht ein anderes Mal, aber heute geht es mal um die günstige Variante und die schnelle Variante, um dann daraus eine Kreisvorrichtung für die Oberfräse zu bauen. Leute, wie macht ihr das, wenn ihr schon Vorrichtungen habt mit eurer Oberfräse, um damit Kreise zu fräsen? Würde mich mal interessieren, schreibt es mal unten in die Kommentare rein. So, was wir jetzt für diese Vorrichtung brauchen, das liegt hier echt schon auf dem Tisch. Ihr werdet es nicht glauben. Wir brauchen im Endeffekt nur ein Stückchen Holz. Das hat bestimmt jeder in seiner Werkstatt noch. Ich nehme hier natürlich Hartholz dazu, das ist Eiche. Wir brauchen eine Gewindestange. Die Gewindestange muss natürlich bei euch in die Fräse reinpassen. Ich glaube, in dem Fall ist es eine M6 hier. Und wir brauchen 2 Muttern und eine Flügelmutter. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Die meisten Fräsen haben ja hier eine Platte oben drauf, die wird bei mir rausfliegen hier. Ich werde noch eine extra Platte bauen. Warum ich das mache, das werdet ihr am Schluss des Videos oder später einfach mal sehen. Es ist einfach ein Vorteil, den ihr hier habt. Ihr könnt auch diese Platte hier einfach drauf lassen. Das ist auch eine 5 mm Platte hier. Ich werde aber eine eigene bauen. Ist ja gar kein Problem, die Platte zu bauen. Muss ich euch jetzt nicht zeigen. Hier drauflegen, anzeichnen, bohren, fertig. Das ist kein Stress. Die hat jetzt hier 11 auf 11 cm. Ich würde es aber erstmal vorschlagen, ihr schaut es mir hier beim Bau erstmal zu, was ich hier alles mache. Über die Maße werden wir dann später nochmal genauer reden und werden natürlich dann diese Vorrichtung auch erstmal testen.
Sorry Leute, mir ist auch jetzt gerade nochmal der Ton ausgefallen beim Bauen hier. Habt ihr halt keine Sägegeräusche, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. So, ich hole euch jetzt einfach mal her. Ich sage euch noch die Maße, dann habt ihr es einfach schneller zum Bauen und erkläre ich euch das mal mit der Platte hier. Ich zeige es euch jetzt schnell hier an diesem Klötzchen hier. Das ist ja die Holzstärke hier. Die Holzstärke ist jetzt hier die Breite. Da sind wir bei 26 mm. Wir haben eine Gesamtlänge von 70 mm hier. Ich habe hier vorne noch eine Rundung reingemacht. Zeige ich euch jetzt gleich hier. Und ich habe eine Höhe von insgesamt 35 mm gewählt. So, das ist eigentlich schon alles, was wir haben hier. Gut, hier diesen Bereich hier ausgesägt bin ich bei circa, das ist jetzt nicht ganz so wild, circa 32 mm, was ich hier ausgesägt habe. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal hier angebaut an. Und zwar, ihr braucht jetzt nur diese Gewindestange hier reindrehen. Ich habe hier noch eine Sicherungsmutter hingemacht. Nicht, dass die sich durch die Vibrationen hier lösen kann. Da ist keine Sicherungsmutter drauf, ist ganz normale Mutter drauf und eine Flügelschraube. Da habe ich ja den Druck da löst sich gar nichts hier. Und die Gewindestange einfach reingedreht. Das Tolle ist, ihr könnt es natürlich jetzt wählen, wie lang ihr wollt, die Gewindestange. Und jetzt kommen wir mal zu dieser Platte hier. Jetzt seht ihr hier schon, wenn ihr kleinere Kreise machen wollt, also richtig kleine Kreise, dann müsst ihr irgendwo weiter reinfahren können. Das heißt, deshalb habe ich hier an der Stelle einfach nochmal so ausgesägt hier, diese Platte hier. Deshalb habe ich mir eine neue gebaut. Wenn ihr natürlich das Ganze nicht braucht, ihr braucht größere Kreise, dann reicht es natürlich auch so, dass ihr bis zur Platte hinfahrt. Das ist überhaupt kein Problem. Die Stärke hier muss natürlich gleich sein. Also dieser Steg hier, der ist genauso stark wie diese Platte hier. Das heißt, die Platte hat 5 mm und dieser Steg hier hat genauso auch 5 mm. Dass es halt so richtig schön reinfahren kann und dass es hier schön eben ist. Die Bohrung, die hier ins Holz reinkommt, muss natürlich auf der gleichen Höhe sein wie mit der Platte hier unten. Also das heißt, wenn ihr das ganze Stück hier reinlegt, muss das hier eben sein. Und diese Gewindehöhe müsst ihr halt dann, habt ihr ja gesehen, ich habe das ausgemessen hier. Die Gewindehöhe muss genau auf dieses Holz dann reinpassen. Und hier wird dann dieses Loch auf der gleichen Höhe gebohrt, dass die Gewindestange oder dass dieses Klötzchen nicht schräg hängt oder so. Ich würde sagen, wir fräsen jetzt einfach mal. Ich habe hier schon ein Stückchen vorbereitet. Hier machen wir mal hier einen schönen Kreis. Ich erkläre euch gleich nochmal, wie ihr die Größe ausrechnet, wie der Kreis dann werden soll. Und ich mache das jetzt immer so, ich klebe das hinten auf die Rückseite drauf, auf meinem Opferbrett hier. Beidseitiges Klebeband, klebt es einfach hier schön drauf, wenn es sauber ist natürlich. Und kann dann hier schön fräsen. So, ihr habt es gerade gesehen, das funktioniert echt top hier. Also bei langen Wegen hier, je nachdem wie lang eure Stange ist, müsst ihr halt dann hier am Drehpunkt festhalten. Da könnt ihr das Ganze hier so schön drehen und das Werkstück unten gut festmachen. Wie gesagt, ich klebe meinen immer fest hier und das Ganze dann hier rumziehen. Also überhaupt kein Problem und ihr kriegt da relativ große Kreise raus. Wenn ich jetzt mal hier messe,
Das sind jetzt 29 cm Stange und ich kann ja noch dieses Klötzchen, kann ich ja theoretisch einmal noch so umdrehen. Dann steht der Stift hier drüben, also dann haben wir hier circa diese Länge hier und da kommen wir ja dann locker auf eine, ja das sind da 35 cm. Also wir können hier locker mit dieser Stange hier einen 70 cm Kreis fräsen, also überhaupt kein Problem. So, der ist jetzt mal richtig schön geworden, dieser Kreis hier. Und das mit dieser billigen Ausführung. Aber wir müssen natürlich rechnen, wenn ihr eine gewisse Größe haben wollt von Kreis, müssen wir natürlich jetzt erstmal rechnen. Wir haben natürlich hier an dem billigen Teil hier, was wir gebaut haben, überhaupt keine Skala dran. Das ist klar, deshalb müssen wir es ausmessen, das Ganze. Ich habe hier einen 4 mm Stift. Ich habe einen 6 mm Fräser benutzt hier. Und um jetzt zum Beispiel jetzt hier auf diesen ausgeschnittenen Kreis zu kommen, das sind exakt 80 mm, müssen wir diese 80 mm, wenn ihr diese Wunschgröße haben wollt, geteilt durch 2 nehmen, kommen wir auf 40 mm. Wir haben dieser Stift hier ist ja 4, die Hälfte davon sind 2, 40 plus 2 sind 42. Jetzt müsste theoretisch hier das Maß, Außenmaß müsste exakt 42 sein. Fräser noch gerade hindrehen. Jawohl, exakt 42 mm, was wir hier haben. Wenn ihr jetzt hier diesen Kreis aussägen wollt, hier auf ein gewisses Maß, dann ist es auch ganz einfach. Angenommen, der soll jetzt hier Außendurchmesser 60 haben, geteilt durch 2 sind dann 30. Und 30 plus 6 plus 2 gibt dann 38. Also müssen wir dann hier einfach 38 mm einstellen. So einfach ist es. Wie gesagt, wir haben ja keine Skala dran, deshalb müssen wir es einfach so machen. Schreibt es mal unten in die Kommentare rein, wie ihr diese günstige und schnell gebaute Kreisfräsvorrichtung findet. Ich finde sie echt cool. Man kommt da relativ schnell ans Ergebnis. Wie gesagt, 10 Minuten Bauzeit, Viertelstunde Bauzeit, je nachdem, ob ihr die Platte dazu macht oder nicht. Aber ich finde, es ist echt eine ganz coole Idee und es funktioniert und das ist das Wichtigste dran. Aufwendig kann jeder, ja nee, es stimmt nicht ganz, aber Spaß beiseite. Vielleicht bauen wir uns demnächst mal irgendwo eine aufwendigere Fräsvorrichtung, Kreisvorrichtung mit Skala und drum und dran. Aber das werden wir dann sehen, ob wir dann noch Lust dazu haben. So Leute, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr nie mehr was von Gipfelholz. Und ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus!